Hey, what's goes? In diesem Video geht es um Ingress-Anomalien, genauer gesagt um die Abaddon-Anomalie in Hamburg vom 14.11.2015. Aber womit fängt alles an? Ja, Farmen. Aber was ist denn das Farmen? Beim Farmen trifft man sich mit anderen Spielern, um sein Inventar mit Gegenständen zu füllen und sich nett zu unterhalten. Damit man Items des besten Levels bekommt, sollten dafür 8 Spieler dabei sein, beziehungsweise die Portale auf Level 8 sein. Diese Portale, also wichtige Punkte auf der Landkarte, kann man dann hacken, um Items zu erhalten. Dazu zählen beispielsweise Burster, also Waffen, um gegnerische Portale zu zerstören, oder Resonatoren, um eigene Portale aufzubauen. Wenn dann irgendwann das Inventar voll ist, geht's ab nach Hause, schlafen, denn morgen geht's früh raus. Ich muss um 7:30 in den Zug steigen, um rechtzeitig in Hamburg zu sein. Auf der Fahrt hat man aber nur selten Netz, deswegen kann man da auch noch schlafen. Man muss sich bei Ingress wirklich geografisch an einen gewissen Punkt stellen, also bewegen und nach draußen gehen. Denn das Spiel funktioniert ähnlich wie Geocaching mit GPS und wird oft als Augmented Reality Capture the Flag beschrieben. Der nächste Punkt auf der Liste ist zu frühstücken und zur Anmeldung zu fahren. Also schnell in Hamburg ein Café aufgesucht, gefrühstückt und die schöne Stadt bewundert. Dann geht's mit der Hochbahn weiter zur ersten Anmeldung, nämlich in meinem Fall zur Anmeldung des grünen Teams. Die Erleuchteten, englisch Enlightened mit der Teamfarbe grün, werden auch Frösche genannt. Die blauen, also das Gegnerteam, der Widerstand bzw. englisch Resistance, sind die Schlümpfe. Anomalien werden übrigens vom Spielhersteller Niantic veranstaltet, aber ein großer Teil der Organisation liegt bei den lokalen Ingress-Spielern. In beiden Teams gibt es beispielsweise sogenannte Ops, also Operators, die am Computer während des Events die Übersichtskarte im Auge behalten und die einzelnen Teams, die draußen unterwegs sind, koordinieren. Das Wetter war in Hamburg übrigens nicht gerade das Beste. Die Enlightened-Anmeldung war in der Gaststätte Grüner Jäger. Hier zeigt man sein Handy mit einem QR-Code vor, mit dem einen die lokalen Organisatoren identifizieren können. Dann erhält man einen kleinen Swag-Beutel mit kleinen Goodies. Swag steht übrigens für Souvenirs, Wearables and Gifts. Also Sticker, Informationskärtchen und Werbezettel, die man später den vielen Interessenten in der Stadt geben kann, die ankommen und fragen: Was machen Sie denn hier? Als nächstes geht es für mich zu den Messehallen, denn da ist die eigentliche Anmeldung von Niantic, also die Anmeldung für beide Fraktionen. Von Weitem konnte man schon den Fernsehturm sehen, der direkt vor den Messehallen steht und ein Wahrzeichen von St. Pauli ist. Bei der Niantic-Anmeldung muss man sich neuerdings im Vorhinein ein Ticket ausdrucken, damit man seine Ingame-Medaille bekommt. Das liegt wohl daran, dass sich Niantic letztens von Google getrennt hat und nun selbst sehen muss, wie sie Geld mit Ingress verdienen. Jetzt gibt es nämlich einen Ingame-Shop und bei Anomalien kann man sich ein besseres Paket kaufen, sodass man noch ein paar Goodies wie Poster oder ähnliches und garantierten Zugang zur Afterparty bekommt. Das interessiert mich aber nicht, deswegen habe ich das kostenlose Ticket genommen. Bei der Anmeldung selbst war wenig los, ich kam schnell dran. Dann habe ich mich auf die Suche nach meinem Team gemacht, was sich nach und nach zusammengefunden hat. Da hieß es also erstmal warten. Wir, die Nordhessen, waren mit Ingress-Spielern aus Erfurt in ein Team eingeteilt. Von denen kannte ich noch niemanden, weil ich die letzten Male in Hannover und Utrecht in den Niederlanden nur mit Hannoveranern, Göttingern und Utrechtern gespielt habe. Wir hatten natürlich auch 2 Locals dabei, die sich in der Stadt auskennen und uns den kürzesten Weg zeigen konnten. Vor dem Gruppenfoto wollten wir noch schnell einkaufen gehen, damit wir nicht verdursten. Dabei haben wir ein paar Star Wars Figuren vor einem Geschäft getroffen. Als wir dann zurückkamen, war das Gruppenfoto schon vorbei und uns strömte die Spielermasse entgegen. Dafür haben unsere Teamleiter noch ein Interview mit Clue, einer wichtigen Person in der Geschichte von Ingress, ergattern können. Für die Story interessiert sich aber eigentlich niemand. Weil es jetzt für das Team wirklich entscheidend ist, dass jeder Spieler mitspielt, kommen jetzt ein paar weniger Videos. Und da ich mit meinem Handy gefilmt habe und keinen Kameramann hatte, musste ich während der heißen Phasen aufs Filmen verzichten. Die Spieler hatten die unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel dabei. Viele Spielergruppen machten sich schon auf den Weg zu den ihnen zugewiesenen Clusterportalen. Bei einer Anomalie gibt es insgesamt 4 Cluster, die je zur vollen Stunde, also um 14, 15, 16 und 17 Uhr, aktiv werden.
Dann muss man im Team versuchen, möglichst viele Portale zu erobern und zu halten, um Punkte für das Team zu sammeln. Die finale Punktzahl wird erst am Ende bekannt gegeben. An dieser Stelle sei gesagt, dass Hamburg eine echt schöne Stadt ist, trotz Schiedwetter. Hier sieht man jedenfalls Tomasz, wie er letzte Anweisungen gibt, was bei der ersten Messung zu tun und zu lassen ist. Von der ersten Messung habe ich aus gerade genannten Gründen nichts gefilmt. Dafür habe ich aber noch die 2 netten Polizisten filmen können, die sich dafür interessierten, was wir denn da treiben mit unseren Handys. Nebenbei liefen da auch ein paar Kinder an uns vorbei, die meinten, schau mal, die gucken alle auf ihre Handys, der und der auch. Das Internet ist dieses Mal erstaunlich stabil geblieben. In Utrecht hatten wir manchmal schon Totalausfall. Auch wenn alles natürlich etwas langsamer lief als gewohnt, hatte man keine Zeit, gleichzeitig jemandem das Spiel zu erklären oder auch nur Flyer zu verteilen. Der Busfahrer war auch sehr witzig. Nachdem der Bus ausschließlich mit Ingress-Spielern befüllt war, wurde an keiner Haltestelle außer dem Ziel mehr Halt gemacht und die Fahrgäste wurden mit lustigen Durchsagen unterhalten. Der Busfahrer meinte zum Beispiel, Aussteigen 1 Euro oder die Schlumpfinen bleiben drin, was lautes, aber freudiges Gegröle nach sich zog. Bei der ersten Messung hielten wir durchschnittlich 2 Portale, die blauen nur 1. Die zweite Messung sah schon deutlich schlechter aus. Wir konnten nur 1 von 6 Portalen grün halten. Bei der vorletzten Messung gab es mit je 2 Portalen ein Unentschieden und bei der letzten Messung führten wir insgesamt mit 1:0. Insgesamt hat das Enlightened-Team leider wie immer in Deutschland oder auch in Europa haushoch verloren. Während 1894 Spieler der Resistance in Hamburg waren, waren die Enlightened nur mit 1441 Spielern vertreten. Insgesamt liefen durch Hamburg also knapp 3300 Ingress-Spieler. Das grüne Team machte dabei 2334 Punkte, das blaue aber 7698 und hatte damit einen Vorsprung von mehr als dem Doppelten unserer Punktzahl. Die weltweite Anzahl der Mind-Units, also Bereiche auf der Landkarte, die von einer Mannschaft kontrolliert werden, war bei den Fröschen höher als bei den Schlümpfen. Mit etwa 1,25 Milliarden Moves, also diesen Mind-Units, hatte das grüne Team viel mehr Punkte als die Resistance mit etwa nur 900 Millionen Moves. Die zählen aber leider nicht so viel. Um die letzte Messung zu filmen, war es leider zu dunkel, aber ich denke, darauf kann man verzichten. Wir haben da jedenfalls noch ein schönes Sternportal geschaffen, mit Links, also Verbindungen zu anderen Portalen in alle Richtungen. Da haben die aus eben all diesen Richtungen anderen kommenden Blauen auch nichts mehr dran ändern können. Alles in allem war diese Anomalie wieder ein sehr schönes Erlebnis. Hamburg ist eine echt tolle Stadt, egal bei welchem Wetter. Und ja, ich habe etwas von der Stadt gesehen und nicht nur auf mein Handy geguckt.